Damals, wo ich das Auto verkauft habe, ging auch die Freundschaft zum Olaf zu Bruch deswegen, weil wir beide an dem Auto geschraubt haben wie die Bekloppte. Das Auto wiegt halt auch nur 750 Kilo und das mal halt auf die 136 PS. Also der Renault 5, der ist halt früher so ein richtiges Brot- und Butter-Auto gewesen. Haben viele Leute gefahren und deshalb kommt er so gut an bei den Leuten. Und die Ecke, die Kante, wo der hat, es ist halt schon ein markantes Auto. Man hat ihn früher viel gesehen, heute ist er eigentlich von der Bildfläche fast, oder eigentlich, ja, er ist verschwunden. Und ja, mich fasziniert einfach halt die Form von dem Auto. Einfach wie alles aufgebaut ist, dass man selber dran schrauben kann, dass man alles machen kann und ja. Das war mein erstes Auto. Ich habe das mit 17,5 habe ich den bekommen. Das stand bei uns in der Nachbarschaft. Und eigentlich wollte ich das Auto gar nicht. Ich wollte eher irgendwas in der VW-Richtung. Und dann hat aber mein Vater wohl da nicht mit. Der hat da rumgezickt, dass ich so eine Bastelbude kommt ihm nicht ins Haus. Ja, das war seine Aussage. Ja, und dann durch die Berufsschule bei uns habe ich dann halt die ganze getunte Autos gesehen und dann ging es halt an dem ein bisschen los, ein bisschen Musik, Lenkrad, Felge, tiefer, schwarze Scheibe. Ja, dann habe ich nach einem Club gesucht, habe dann einen gefunden in Pforzheim und habe dadurch meinen besten Kumpel, der Olaf, kennengelernt. Und die haben mich dann mal mitgeschleift nach Oberhausen an der holländischen Grenze aufs erste Treffen und dann war es vorbei. Ich bin der Marcel, komme aus Karlsruhe, fahre einen Renault 5 aus dem Baujahr 1990. Sauerkrauts, the authentic streetwear brand for petrolheads. Besuche unseren Online-Shop und finde dein Lieblingsstück. Ja, nach den ganzen ersten Renault-Treffen, wo ich dann besucht habe, dann war für mich irgendwann mal klar, weil das Auto war original, die Low-Budget-Version, 45 PS, keine Ausstattung im Prinzip und dann, wie gesagt, mit meinem Olaf kam man dann auf die glorreiche Idee, dass man den Motor vom Clio 1.816V da reinbauen können. Dann habe ich mal einen Totalschaden Clio besorgt und dann haben wir das Ding zerlegt, oder er war im Prinzip eigentlich schon zerlegt und dann haben wir angefangen mit dem Motor einbauen, die ganze Achse vom Clio vorne hin übernommen, Bremsanlage übernommen, dann kam man noch auf die glorreiche Idee, das Armaturenbrett da irgendwie reinzumachen, haben wir vorher noch nie gesehen gehabt, wir wollten halt noch so ein kleines Highlight setzen und dann haben wir noch das Armaturenbrett mit eingebaut und komplette Kabelbaum vom Clio mit übernommen und das Ding gestrippt gehabt bis auf die Rohkarosse, zum Lackierer gegeben und dann den ersten Umbau durchgezogen.
war ein ganzer Winter Arbeit. So 8 bis 10 Monate haben wir da geschraubt, jede freie Minute. Ja, und dann ging es zum TÜV. Dann bin ich das Auto noch 1,5, 2 Jahre bin ich dann noch gefahren. Habe dann meine Frau kennengelernt und ja, wie es die Umstände so wollen, ja, musste dieses Auto dann leider weg. Ja, wo der Käufer dann damals weggefahren ist mit dem Auto, bin ich wie ein kleiner Junge auf die Straße geguckt, aber nicht geheult. Weil mir es im Herz wehgetan hat, weil ich gewusst habe, wie viel Arbeit es war. Und ja. Also das Auto war dann weg. Ich war dann aus der Tuning-Szene, war ich dann komplett raus, habe dann die ganzen Jahre nichts mehr gemacht. Mein Sohn wurde dann 18, hat mich dann auf die Essen Motorshow mitgeschleift und da hat es mich dann wieder gepackt. Dann habe ich gewusst, okay, irgendwann muss ich wieder was machen. Dann hatte ich 2022 einen schweren Unfall, war dann 3/4 Jahr daheim gelegen und mir war langweilig. Im Internet durchgesucht und habe durch Zufall das Auto entdeckt. Habe dann mit dem Besitzer Kontakt aufgenommen. Der hat in Rottweil unten gewohnt und ja, bin dann eine Woche vor Ostern 22 bin ich dann hingefahren. Nee, 23 war es. 23 bin ich dann hingefahren, habe mir das Auto angeschaut und ich wollte das Auto eigentlich nur anschauen. Ja, und dann hat mir der Besitzer das Angebot gemacht, weil er das Auto in der Schweiz, der lebt mittlerweile in der Schweiz, nicht mehr Zuglasse bekommt, ob ich das Auto nicht wieder haben will. Und dann habe ich eigentlich nicht lang gefackelt, weil ich es ja eh schon im Hinterkopf gehabt habe, ich brauche wieder sowas. Und habe dann das Auto für den ähnlichen Preis zurückgekauft, wie ich ihn damals verkauft habe. Also die Zwischenbesitzer, die haben dann, der einmal ging nach Luxemburg, der hat dann das Ding auf Turbo umgebaut und ja, er war nicht mehr in dem Zustand, wie ich ihn damals hergegeben habe. Dann den Innenraum umgestaltet und war aber nicht mein Fall und ich wollte das Auto wieder so haben, wie ich ihn damals gebaut habe. Die weißen Akzente, wo er jetzt hat, sind von dem letzten Besitzer von Rottweil, der heißt übrigens auch Marcel. Und der hat ihn echt gut gepflegt gehabt. Und ja, ich gebe ihm jetzt noch einmal den letzten Feinschliff, was ich mir halt mit Anfang 20 damals nicht leisten konnte. Ich habe das Auto wieder gehabt, habe auch damals, wo ich das Auto verkauft habe, ging auch die Freundschaft zum Olaf zu Bruch deswegen, weil wir beide an dem Auto geschraubt haben wie die Bekloppte. Und ja, dann habe ich zum Olaf wieder Kontakt aufgenommen, weil ich mich selber so gefreut habe, dass ich das Auto wieder habe. Und er war dann auch ganz perplex und er hat halt ein paar Kanten, wo man erkennt, hinten die eingeschweißte Strebe, wo die Gurte dran sind, die Kotflügelverbreiterungen, ja, und die Scheibengravuren, wo dran sind. Und ja, und seither Olaf und ich wieder, ja, wir sind wieder dicke. Dann haben wir das Auto, erster Step war dann Motor raus, Zahnriemen neu und ja, nochmal alles gemacht, Motorraum. Ja, da hat halt irgendjemand mal da ein Loch gebohrt, das Ganze hat mir nicht gefallen. Und dann habe ich letzten Winter, habe ich dann die Entscheidung getroffen, okay, Motorraum nochmal neu. Dann haben wir im Spätjahr, ja, Mitte September, haben wir dann angefangen, das ganze Auto zu zerlegen. Motor raus, Motorraum, alles weg. Dann habe ich alle Löcher, unnötige, zugemacht, zugeschweißt und Motorraum alles lackieren lassen.
Die ganzen Anbauteile, wo poliert waren am Motor, verchromt, die ganze Schraube verchromt und die ganze Achse, alles frisch pulvern lassen. Und also im Prinzip ist das einmal ab der Frontscheibe ein Neuwagen. Den Motor habe ich revidieren lassen dann im Winter, dass der noch einmal frisch ist, weil ich nicht gewusst habe, was mit dem Motor war. Habe ich den noch einmal überholen lassen und alles. Und Kabelbaum, wo drin war, ja, da war halt da durch die Jahre. Der Clio, also das Spenderauto war von 92 und da waren halt der ganze Kabelbaum, war alles brüchig. Und ich habe dann halt ab dem Hauptstecker, habe ich den kompletten Kabelbaum neu gemacht, habe dann die Kabel auch anders gelegt, dass man so wenig Kabel wie möglich sieht. So das 90er Jahre Cleaning, aber so clean, wie ich ihn gern hätte, kriege ich ihn nicht. Weil er soll auch noch fahrbar bleiben. Ich will mit dem Auto auch noch fahren. Ja, als Motor ist ja, wie gesagt, der Clio 1.8 16V drin. Hat original 136 PS und ja, kriegt jetzt noch ein bisschen, also hat andere scharfe Nockenwelle drin und so, Fächerkrümmer drauf. Und Steuergerät habe ich jetzt noch einmal neu abstimmen lassen, das hat man Turbogockel hat man das gemacht, der hat mir da auch sehr viel geholfen. Und da geht auch noch ein großes Dank an ihn. Und ja. Das Auto wiegt halt auch nur 750 Kilo und das darf man halt auf die 136 PS. Ja, ist eine gute Mischung. Ja, im Innenraum habe ich dann, wie gesagt, das Clio 16V Armaturenbrett eingebaut, dann 30er Lenkrad, Armaturenbrett ist dann auch lackiert worden, der Deckel oben ist in schwarzem Leder bezogen. Hinten die ganzen Teile habe ich mit schwarzem Alcantara bezogen. Käfig ist ein original matter Käfig aus dem Cup, habe ich erweitert durch ein Kreuz. Käfig habe ich dann auch frisch pulvern lassen. Muss natürlich dann auch sein, dass man alle sämtliche Schrauben, wo man sieht im Innenraum, dass die ja alle verchromt sind. Dann Vollschale Sitze drin, Sitzschale auch in Wagenfarbe lackiert, dass das Ganze stimmig ist und Sandler, Hoseträgergurte. Als Felgen habe ich die Revolution Modern Line drauf, in 14 Zoll, vorne sind es 7,5 x 14 und hinten fahre ich 8,5 x 14. Also vorne mit 195 und hinten mit 225er Reifen. Also Überraschungen gab es damals bei der ersten Umbaustufe eigentlich nur eine. Da war eine kleine Roststelle, 2 cm hin von der Stoßstange. Das war eine Krankheit bei denen. Und da haben wir dann Blech ausgetrennt, ein neues Stück Blech eingeschweißt, da er zum Lackierer ging und komplett Lackierung gekriegt hat. Da er zum Lackierer dann ging, wir haben dann den Deep Purple to Black lackiert. Also wenn die Sonne drauf scheint, kriegt er so einen lila Stich, so einen Auberginenstich. Also ja, hat mir schon immer gefallen, die Farbe, so dunkles Lila. Und ja, wegen der Clio-Hinterachse, wo wir eingebaut haben, die ist breiter wie die Originale, hat auch Scheibenbremse, vorher nur Trommelbremse gehabt. Haben wir die Seitenwände um 3,5 cm ziehen müssen. Ich wollte das natürlich im Blech haben und dann haben wir den hinten in Blech Karosserie verbreitert. Dann, ja, wie man so Anfang 2000 gemacht hat, die ganze Cleaning-Arbeiten, Türschlösser weg, Scheibenwischer weg, umgebaut auf Einarmwischer. Dann die ganzen Löcher, wo unnötig waren, weggemacht dazu. Antennenloch weggecleant, Spritzdüse weg, die sitzt jetzt im Scheibenwischerarm drin. Und die Motorhaube mit dem bösen Blick gekriegt. Und Stoßstange dann gecleant, weil die haben normal so Gummileiste noch an der Seite dran, die sind weggekommen. Ja, nächster Step passe ich dann hinten vom GTE, passe ich dann die Stoßstange an. Die muss ich dann in 3 Teile schneiden.
wieder frisch. Zum Glück, die ist original aus GFK, kann ich dann neu zusammenlaminieren. Vorne wird dann noch die Nummernschildaussparung weggecleant. Das will ich auf alle Fälle machen, das steht für den nächsten Winter an. Ja, das waren so die Schwelle hat er noch gekriegt vom GTE und die Heckklappe vom GTE, weil die so einen kleinen Dachkantenspoiler hat. Das waren so die Karosseriesachen, was noch gemacht wurden. Auspuffanlage habe ich ab dem Cut, also ich habe einen Supersprint Fächerkrümmer drin, den originalen Cut und dann ab Cut habe ich eine Fox Auspuffanlage drin. Die habe ich aber anpassen müssen, weil die ist eigentlich für den Clio. Die habe ich dann an R5 angepasst, musste teilweise verlängern, bei Kürze. Habe alles mit V-Bandschelle gemacht, ist komplett Edelstahl. So, das war auch noch im letzten Winter, was ich gemacht habe. Also das Auto fährt eigentlich wie ein Go-Kart. Und also kannst du es um die Kurve rumlassen, weil es ist ein KW-Gewindefahrwerk drin, ein V1. Was anderes gab es damals halt nicht. Und habe ich jetzt auch im Winter neu überholen lassen. Da sind neue Dämpferpatrone drin und alles. Hinten sind Koni-Gelbdämpfer drin. Drehstabachs angepasst hinten. Und ja, also es macht schon Spaß mit dem Ding durch den Schwarzwald zu fetzen. Also ganz besonders bedanken möchte ich mich beim Olaf, wo mich da immer unterstützt und wo mir damals schon geholfen hat und jetzt auch wieder hilft. Der ist auch Feuer und Flamme für das Auto. Und bei meinen zwei Söhnen, beim Noel und beim Janis, die helfen mir immer. Sie sind ja immer da, wenn ich sie brauche. Und ja, dann bei den ganzen Firmen, die mich unterstützt haben, die Lackiererei Gries in Landau, wo die ganze Lackierarbeiten übernimmt, Turbogoggle für mein Steuergerät und alles. Dann Pulverbeschichtung Pfalz für das ganze Pulvern. Ja, und alle Leute, die ich jetzt eigentlich vergessen habe. Also ich möchte mich bei den ganzen Leuten bedanken, die jetzt bis hier zum Schluss dabei gewesen sind. Wenn euch das Video gefallen hat, liked es gerne, abonniert den Kanal von Sauerkrauts. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, gerne in die Kommentare, ich beantworte die euch. Und wenn noch jemand weiß oder das Auto kennt von früher, dann auch gerne bitte das mitteilen oder ein Foto schicken mir. Würde mich drüber freuen und dann macht's mal gut. Ciao. Das ist sehr YouTuber. Ich bin der Christoph mit meinem Zwillingsbruder Sebastian. Wir kommen aus Rheinland-Pfalz und wir haben den 4er Golf gebaut.